Also, was ist in meiner Tasche? Netterweise hat ein Zuschauer, der einen Clip von mir gesehen hat, mich gefragt, mach doch mal einen Film, was in deiner Tasche ist, was du für Schläger hast. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, denn zum einen bin ich hier überhaupt kein guter Golfer, ein Allerweltsgolfer. Und was ich hier habe, ist ein Sammelsurium. Allein die Tasche ist schon ziemlich alt, die füllt aber noch ihren Zweck. Die habe ich mal geschenkt bekommen. Was mir daran gefällt, gut, ich kann sie rumtragen, weil ich sehr oft die Sachen trage. Es hat hier auch einen großen Halter für eine große Flasche, weil ich hier wirklich immer viel Wasser mitnehme. Das ist eine 1,5 Liter Flasche. Und jetzt zeige ich mal, was ich habe. Also hier habe ich einen uralten Callaway Driver. Den hat mir auch mal jemand besorgt. Der funktioniert für mich aber ganz gut. Das ist ein Fusion Technology, also ein bisschen eine komische quadratische, nicht quadratische, eine rechtwinklige Form. Und hier der Schaft, das ist ein Regular Flex, was sagt es hier, 350 Tip, Torflex, ein Fujikura Schaft. Da haben mir schon Freunde gesagt, da sollte ich mal einen anderen nehmen, der irgendwie einen höheren Kickpoint hat oder so. Denn mit meinem nächsten Schläger komme ich eigentlich sehr oft ganz genauso weit. Das ist hier ein Callaway, ein 5er Holz. Das ist ein X2. Der funktioniert, wenn ich ihn gut treffe, eigentlich sehr gut. Der hat auch einen Regular Schaft und deswegen wundert es mich, dass ich mit dem manchmal wirklich genauso weit komme oder fast so weit komme wie mit dem Driver. Da steht ATX60R drauf, also Regular. Aber der gefällt mir wirklich gut. Also wenn ich den gut treffe, dann gefällt mir das. Als nächstes habe ich einen Cobra. Ich hatte auch mal einen Callaway Hybrid. Der ist mir alle gestohlen worden. Sowas passiert leider auch auf Golfplätzen. Dann hat mir ein Bekannter von mir, der auch Pro ist, diesen Cobra verkauft. Ein Hybrid 3 bis 4 mit einem, was hat der? Pro Flex R, also auch Regular. Der geht eigentlich auch sehr gut. Den habe ich eingestellt auf 22 Grad. Und also den benutze ich auch sehr gerne, wenn ich nicht ganz so weit schlagen will auf dem Fairway oder wenn ich irgendwie ein bisschen abseits bin, das Gras nicht allzu tief ist. Mit dem komme ich eigentlich auch ganz gut zurecht. Dann meine Eisen, die sind uralt. Die Eisen sind Tommy Armour. Tommy Armour, war wohl früher mal was ganz Feines. Das habe ich von einem Freund bekommen oder einem Freund abgekauft, der jedes Jahr irgendwie neue Schläger sich gekauft hat. Und der hat mir einfach sein Set verkauft. Und die müssen also 10 Jahre alt sein, noch älter, ich weiß es nicht. Da steht drauf Regular Flex, Low Torque, mit Kick. Die funktionieren eigentlich auch ganz gut. Das Interessante ist, ich weiß nicht, ich zeige das mal hier aus der Nähe, dass die eigentlich nur eine sehr kleine Sohle haben. So eine kleine Sohle wurde mir gesagt, das ist eigentlich nur was für sehr, sehr gute Spieler. Ich habe mich aber daran gewöhnt, denn heute haben die Schläger eigentlich, hier unten sind so eine ziemlich breite Basis. Also das hier ist eine relativ feine Basis. So, das sind meine Eisen. Da habe ich, in der Regel benutze ich einen 9, einen 8, den 6, sehr selten. 5er benutze ich nicht, 7 und 8, also Standard habe ich 7, 8, 9, 6, wenn ich tragen muss, es leicht haben will, nehme ich den 6er nicht mit. So, und den Pitching Wedge, das ist auch noch ein Tommy Armour. Pitching Wedge 44 Grad, alles die gleichen Schafts. So, dann habe ich hier einen Gap Wedge. Da habe ich mal in den USA einfach in einem Supermarkt, in irgendeinem Sportgeschäft, habe ich mir, als ich angefangen habe zu spielen, habe ich mir einfach einen Sand und einen Gap Wedge gekauft, weil dieser Satz der Tommy Armour,
Schläger keinen Sand und keinen Gap hatte. Und das ist Acuity, das ist so eine, was ich was, allerwelts Kaufhausmarke, denke ich. Aber der funktioniert eigentlich auch ziemlich gut. Da habe ich einfach neue Griffe dran machen lassen. Das ist ein Stahlschaft, der sieht mir ziemlich steif aus. Da steht noch nicht einmal drauf, ob der jetzt fest oder weich ist. Dieser Gap Wedge hat 52 Grad und eben auch eine relativ breite Sohle. Und das Ding, das brauche ich in letzter Zeit öfters, weil ich vielleicht ein bisschen besser die Distanzen kontrollieren kann als noch vor 2, 3 Jahren. Und das hat sich also als sehr nützlich erwiesen für alles, was so zwischen 60 und 70 Meter Entfernung ist. Den Sand, den ich hatte von der gleichen Marke, den habe ich ersetzt, weil ich mir gedacht habe, das ist für mich eigentlich der wichtigste Schlag. Für mich ist der wichtigste Schlag ungefähr der 3. Schlag auf dem Platz, weil ich selten die Länge habe. Vor allen Dingen bei sehr langen Golfplätzen komme ich äußerst selten mit 2 Schlägen aufs Grün, aber ich komme doch in die Nähe des Grüns. Und deswegen ist für mich dieser Gap Wedge oder vor allen Dingen der Sand Wedge ist für mich extrem wichtig, um mit dem 3. Schlag dann doch in die Nähe der Fahne zu kommen. Und deswegen habe ich mir einen neuen Sand besorgt, ein paar getestet und das ist auch irgendwie ein Colorway. Was hat das? Ein Regular Grind. Das ist ein 56 Grad und mit 10 Grad Bounce. Der hat mir auch gute Dienste erwiesen, hat es auch ein Metallschaft, sagt aber nicht, welche Art von Schaft das ist. Da steht nur irgendwie drauf Dynamic Gold S200 Tour Issue, was immer das bedeutet. Jedenfalls ist das ein Colorway Sand, mit dem ich zufrieden bin. Und dann der Putter, den hatte ich und dann den Putter, den habe ich auch von diesem Freund bekommen, von dem ich auch die Tommy Armour Schläger mir gekauft habe. Das ist ein Zebra Putter. Da steht Zebra bei Ram drauf. Der ist natürlich auch schon ziemlich alt, aber an den habe ich mich eben gewöhnt. Der funktioniert bei mir ganz gut. Und wenn ich manchmal andere Putter ausprobiere, sei es diese großen mit der großen Sohle oder ganz neue Putter, habe ich nicht das Gefühl, dass ich damit sehr viel besser bin als mit diesem hier. Denn Putting ist ja eine Sache der Feinheit, der Kontrolle. Und wenn man halt weiß, wie man das kontrolliert oder sich daran gewöhnt hat, wie dieser Putter reagiert, dann ist das ja gut so. Wenn ich einen neuen kaufen müsste, dann müsste ich das wieder alles neu lernen. Also mit dem bin ich ziemlich zufrieden. Weiß aber nicht, ob das hier jetzt nun damals ein High-End-Putter war oder nicht. Aber der versieht seine Dienste noch sehr gut, jedenfalls bei einem Golfer meines Niveaus. Was habe ich denn noch hier in der Tasche? Gut, ich habe hier natürlich tonnenweise Bälle, weil ich viele Bälle finde und eigentlich mit den berühmten Foundballs spiele, sehr viel. Also neue Bälle habe ich eigentlich schon länger nicht mehr gekauft. Aber ich habe keine spezielle Präferenz, was die Bälle betrifft. Was man hier in der Gegend, hier in der Schweiz, Nordwestschweiz, Südbaden ziemlich oft findet oder benutzt, ist Golden Green. Ich glaube, das ist eine Hausmarke von Golfers Paradise. Ich bin mir nicht sehr sicher. Aber die sind eigentlich ganz gut. Wenn ich Srixon habe, die gefallen mir gut. Eigentlich gefallen mir alle Golfbälle ganz gut. Also ich glaube, am Golfball liegt es nicht, ob ich jetzt nun ein gutes Resultat habe oder nicht. Aber gut, wenn es bei einem Turnier um etwas geht, dann nehme ich vielleicht schon neuere Bälle. Titleist gefällt mir auch gut. Also ist eigentlich ziemlich egal. Dann habe ich hier vorne meine diversen Tees. Ich habe ganz gerne diese Plastik-Tees und tee das meistens so nach Gefühl auf. Die gehen ja auch manchmal kaputt. Auf den Par 3s tee ich eigentlich immer den Schläger auf, auch wenn ich dann an Eisen spiele. Und sei es, dass nur der Ball 2 mm über dem Boden ist, einfach nicht genau
auf der Erde sitzt oder genau auf dem Gras. Und was habe ich hier noch in dem Berg? Also mein Hut habe ich hier, noch weitere Bälle. Mein Essen trage ich hier mit, wenn ich Bananen mitnehme oder so etwas. Und dann habe ich in dieser Tasche auch noch diesen kleinen Launch Monitor. Ja, von diesem Gerät habe ich ja einen Testbericht gemacht, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Wenn man da klickt, kann man ihn finden. Ich bin nicht so super begeistert davon, aber es ist auch nicht sehr teuer, das Gerät. Und hilft zumindest, die Schwunggeschwindigkeit zu messen und zu schauen, ob man da besser wird oder nicht. Und es kann ganz nützlich sein, das Ding mal mitzunehmen auf dem Platz, wenn man alleine ist vor allen Dingen, um zu sehen, ob man eigentlich beim Abschlag auf einem Platz anders, schneller oder langsamer schwingt als auf der Driving Range oder im Garten. Denn es gibt ja so Übungskönige und ich war bestimmt auch einer davon, die sind die Könige auf der Driving Range und sobald es dann auf den Platz geht, klappt nichts mehr. Ja, so ist das halt oft beim Golf. Jedenfalls, also für so etwas kann so ein Gerät ganz nützlich sein. Ich schleppe das hier mit mir rum, habe es aber jetzt auch schon wochenlang nicht benutzt. Tja, also das ist der Clip über das, was in meinem Berg ist oder war. Das liegt ja jetzt alles auf dem Boden. Und ich hoffe, euch hat dieser Clip gefallen. Falls ja und euch auch generell dieser Kanal gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren könntet. Das freut ja alle YouTuber, wenn man die Kanäle abonniert. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.